Hallo, hier ist Manfred von Page4. In dem heutigen Video geht es darum, die einzelnen Elemente, die du in der Navigation anlegen kannst, dir genauer zu erklären. Ich bin auf der Webseite und normalerweise sind das hier alles Seiten. Das heißt, wenn ich hier auf Seiten gehe, kann ich hier Seiten anlegen und diese Seiten erscheinen in der Navigation. Wir können aber auch einen Ordner in der Navigation anlegen und wir können eine Verlinkung anlegen. Wenn ich eine Verlinkung anlege und jetzt einen Namen vergebe, zum Beispiel Suchmaschine, dann auf OK klicke und hier den Link zu einer Suchmaschine eintrage und sage, das soll in einem neuen Fenster geöffnet werden und sage auf Speichern, dann hast du jetzt hier einen Link in der Navigation und wenn ein Besucher darauf klickt, dann würde sich ein neues Fenster öffnen und er würde auf die Seite von Google kommen. Das macht Sinn, wenn du zum Beispiel einen externen Shop hast, dann kannst du zu deinem externen Shop verlinken. Oder du verlinkst zu einem Buchungsportal oder du verlinkst zu einem Forum. Das heißt, du kannst externe Links oder auch interne Links anlegen und diese in deiner Navigation einbinden. Also simpel einfach und sehr vielseitig zu nutzen. Das lösche ich jetzt hier einfach mal. So, jetzt geht es um Ordner. Was sind Ordner? Wenn ich hier Ordner habe, ich klicke mal auf Seiten, kann ich hier einen Ordner anlegen. Ich lasse das jetzt mal mit leerer Ordner, das ist dieser hier. So. Und jetzt gehen wir mal an die Seitenverwaltung, dann kann man das ein bisschen besser sehen. Da habe ich nämlich schon ein paar Sachen angelegt. Das heißt, ein Ordner hat immer ein Ordnersymbol. Ich lösche dieses mal wieder, weil das brauchen wir nicht. Das war nur zu zeigen, wie man das anlegt. So. Du siehst, ich habe hier einen Ordner und ich habe auch hier einen Ordner. Und wenn ich diesen Ordner jetzt benutze, das machen wir mal als erstes an. Das heißt, ich schließe das. Du klickst auf den Ordner Archiv. Dann passiert gar nichts, weil das ein leerer Ordner ist. Gehen wir mal wieder in die Seitenverwaltung. Du siehst, das ist einfach nur ein Ordner. Ich kann in einen Ordner Seiten reinschieben. So, ich schiebe jetzt hier zum Beispiel mal diese Seiten hier rein. So, und schließe das jetzt. Jetzt haben wir die Seiten aus der Navigation genommen und wenn ich hier über den Ordner gehe, dann klappt auch ein Menü auf mit den Seiten, die da drin sind. Was noch viel wichtiger ist, das hast du gerade gesehen, er hat die erste Seite aus dem Ordner hat er geöffnet. Wenn ich jetzt hier raufklicke, normalerweise Blumen, also fangen wir an. Ich klicke auf Archiv Fotos, es wird die Seite Blumen angezeigt. Ich kann natürlich jederzeit auch andere Seiten aufrufen, dann werden die entsprechend angezeigt. Ja? Und wenn du direkt draufklickst, dann wird immer die erste Seite im Ordner angezeigt. Also das ist eine Möglichkeit, dass du Sachen sammelst, die zu einem Thema gehören, zum Beispiel Seiten mit verschiedenen Galerien. Da sagst du hier, das sind meine Galerien und dann verlinkt er gleich zur ersten Galerie und wenn du auf den Ordner raufklickst, dann hast du deine Galerie als erstes geöffnet, die hier als erstes drin ist. Du hast gesehen, dass der Ordner, als er leer war, keine Funktion hatte. Ich habe hier auch einen Ordner angelegt, dieser Ordner hat aber nur einen Strich. Das heißt, wenn ich hier auf Seiten gehe und auf Verwaltung, dann siehst du, das ist ein Ordner und das Einzige, was dieser Ordner hatte, er hat hier einen Namen und zwar nur diesen einen Strich. Du kannst auch sehen, dass das ein Name ist. Ich mache das mal so und speichere das, schließe das. Und jetzt siehst du, hier habe ich so ein Zeichen. Du kannst zwar raufklicken, aber es passiert nichts. Du kannst also Ordner auch nutzen, um deine Navigation entsprechend zu unterteilen in Bereiche, in denen du einfach Striche vergibst oder irgendwelche Zeichen. Das sollte bei fast allen Zeichen möglich sein. Und dann hast du eine bessere Sortierung deiner Navigation. Okay, das heißt, du kannst hier über dieses System kannst du also Seiten anlegen und in die Navigation packen. Du kannst Ordner reinpacken, du kannst eine Verlinkung reinpacken. Und was du noch kannst, du kannst über die Navigationsstruktur zusätzliche Sachen erweitern. Das zeige ich dir auch nochmal. Wenn du hier über diese Navigation gehst, dann hast du hier deine Navigation. Und hier kannst du eine Struktur wählen. Das mache ich jetzt mal. Du kannst jetzt hier sehen, diese Navigation hat nur eine Navigation. Und wenn ich jetzt hier raufklicke, ja, dann verändert sich ein bisschen was, weil ich kann hier noch ein Logo einfügen und hier kann extra Links eingefügt werden. Ich mache das mal so lassen und speichere das mal. So, und jetzt kannst du einfach hier raufklicken. Du könntest das Logo bearbeiten. So, ich habe kein Logo da. Ich könnte also einfach nur einen Text machen. Man könnte schreiben jetzt Logo. So, und du siehst, wenn ich das jetzt hier auswähle, dann würde hier entsprechend das Logo in einer Schrift angezeigt werden. Oder ich wähle einfach ein Bild aus. Nehmen wir einfach mal das Logo oder vielleicht sogar das hier. Jetzt hast du hier ein Logo eingefügt. Das kannst du in der Breite einstellen. Ja, du kannst den Abstand nach oben einstellen, dann alles auf 0, also letzt. Du kannst den Abstand nach links und nach rechts einstellen und dann entsprechend speichern.
Hier hast du dein Logo jetzt in der Navigation drin. Sieht natürlich ein bisschen komisch aus, wenn das da nicht genau reinpasst. Und hier hast du eine Linkbar. Diese Linkbar kannst du Elemente hinzufügen. Du könntest zum Beispiel sagen, ich füge hier einen Text hinzu. Oder ich füge hier noch einen Button hinzu. Ich füge hier noch ein Icon hinzu. Du kannst hier jederzeit ein neues Icon auswählen. Das heißt, du klickst hier auf und sagst, das ist jetzt mein Icon. Du kannst auch ein Bild da hinzufügen. Das heißt, du würdest dann hier einfach ein Bild auswählen. Zum Beispiel das hier. Und du kannst einen Trenner dazwischen machen und einen entsprechenden Abstand an Trenner. Und du kannst diese Elemente, wenn du die gespeichert hast, kannst du natürlich auch entsprechend bearbeiten, indem du die Elemente jetzt hier bearbeitest. Das heißt, hierüber kannst du sie verschieben in der Reihenfolge. Also ich schiebe den Button mal jetzt ganz nach rechts hier. So. Das ist ja ganz außen. Du kannst diesen Button bearbeiten, indem du hier einen Link vergibst. Ja? So, und du kannst zum Beispiel verlinken zu einer internen Seite. Und du kannst natürlich auch das Design anpassen, indem du hier auf Linkbar und Design gehst. Und hast die allgemeine Einstellung. Du kannst sagen, wie breit das Ganze sein soll. Jetzt habe ich das ein bisschen schmaler gemacht. Du siehst, jetzt passt das hier alles rein. Du kannst den Abstand nach oben einstellen, nach unten einstellen. Du kannst den Abstand nach links einstellen. Und den Zwischenabstand zwischen den einzelnen Elementen kannst du auch entsprechend anpassen. Das sind sehr viele Möglichkeiten und du kannst natürlich generell sagen, wie groß diese Elemente sein sollen. Ja, dann passen sie sich auch entsprechend an. Und für den Button haben wir hier einmal eine Primärfarbe. Das könnte jetzt hier beim Design zum Beispiel das hier sein. Übernehmen. Und eine Sekundärfarbe, die würde ich auch über dem Design auswählen. Das wäre jetzt hier weiß. Und du kannst eine Rundung vergeben für den Button. Und dann speicherst du das. Das heißt, du hast in deiner Navigation extrem viele Möglichkeiten, Elemente einzubauen. Und ich denke, hier haben wir dir einen kleinen Eindruck gegeben, was man alles damit machen kann. Wenn du die Struktur änderst, wenn du also jetzt hier eine andere Struktur auswählst, ja, so, dann sind diese Elemente weg. Wenn ich sie wieder zurückhole, dann muss ich nur die Struktur ändern. Das heißt, die Elemente bleiben gespeichert, werden aber nicht angezeigt. Hier werden nur die extra Elemente angezeigt und hier werden die links und dann da werden die rechts angezeigt. Das heißt, du kannst das jederzeit ein- und ausblenden und entsprechend bearbeiten. Ja, das war's jetzt in diesem Video. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Wir sehen uns dann. Bis bald, euer Manfred. Tschüss.